Hallo, mein Name ist Marc Domagala und ich bin vom Bundesprojekt Kita-Einstieg in Gießen. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Littlebird benutzen. Denn um in Gießen einen Kindergartenplatz zu bekommen, müssen Sie Littlebird benutzen. Über Littlebird kann man alle Kindergärten und Kindertagespflegepersonen in Gießen anfragen und somit erfahren, ob sie einen Betreuungsplatz für Ihr Kind haben. Sie brauchen dafür eine Internetverbindung und ein E-Mail-Konto, wo Sie direkt Ihre E-Mails abrufen können. Am einfachsten kommen Sie auf die Homepage über die Google-Suche. Um die Suche nach einem freien Platz zu starten, brauchen Sie einen Account, also ein Konto bei Littlebird. Hierzu sehen Sie oben rechts den Button Registrieren. Diesen müssen Sie anklicken. Nun erscheint eine Seite, bei der Sie erst Ihren vollständigen Namen eingeben, also erst den Vornamen und dann den Familiennamen. Nun müssen Sie sich einen Benutzernamen oder einen Login-Namen ausdenken. Ich nehme einfach Vor- und Nachname. Dann müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Jetzt müssen Sie sich ein Passwort ausdenken. Es muss mindestens 8 Zeichen lang sein und muss mindestens einen Großbuchstaben enthalten. Schreiben Sie sich am besten Ihr Passwort auf, damit Sie es nicht vergessen. Jetzt tippen Sie den Code aus dem Bild ab. Jetzt müssen Sie die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung akzeptieren. Nun erhalten Sie eine E-Mail von Littlebird. Öffnen Sie also Ihr E-Mail-Postfach und suchen Sie nach der E-Mail. Klicken Sie in der E-Mail auf den gelben Link. Damit wird Ihr Littlebird-Account aktiviert. Jetzt haben Sie Ihren Account aktiviert und können ihn benutzen, um einen Betreuungsplatz für Ihr Kind zu finden. Sie können sich jetzt einloggen und nach Betreuungsplätzen für Ihr Kind suchen. Dafür klicken Sie auf Login. Jetzt müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Ihren Benutzernamen eingeben. Und jetzt Ihr Passwort, das, was Sie sich eben ausgedacht und aufgeschrieben haben. Nach dem Login können Sie jetzt Kindergärten und Kindertagespflegepersonen suchen. Jetzt zeige ich Ihnen, wie man eine Anfrage an eine Kita verschickt. Dafür gehen Sie bitte auf Meine Suchen und jetzt müssen Sie eine neue Suche starten. Auf dieser Seite müssen Sie als erstes den Geburtstag Ihres Kindes eingeben. Hier bitte erst das Jahr, dann den Monat und als letztes der Tag. Bei Stadt geben Sie bitte Gießen an, so werden Ihnen alle Betreuungsmöglichkeiten in der Stadt angezeigt. Betreuungsbeginn bedeutet, ab wann Sie möchten, dass Ihr Kind betreut werden soll, also ab wann es in die Kita gehen soll. Hier sehen Sie jetzt die Karte von Gießen und alle Betreuungsmöglichkeiten, die es für Sie gibt. Auf der Karte sehen Sie blaue und gelbe Häuser und blaue und gelbe Personen. Die Häuser sind Kitas und Kindergärten und die Personen sind Kindertagespflege, also Tagesmütter und Tagesväter. Blau heißt, dass es vermutlich einen freien Platz gibt
und gelb heißt, dass es vermutlich keinen freien Platz gibt. Diese Informationen sind oft nicht aktuell und deswegen sollten Sie diese nicht beachten. Wir suchen uns nun Kitas in der Nachbarschaft aus und markieren diese zusätzlich alle als Favoriten. Das macht es uns später einfacher, da wir so alle Kitas in der Nachbarschaft in einer Liste abgespeichert haben und Sie später diese Kitas nicht mehr suchen müssen. Als Beispiel senden wir nun eine Anfrage an diese Kita in der Nordstadt von Gießen. Hierfür klicken Sie bitte auf den Button Betreuungsanfrage erstellen. Nun öffnet sich eine Seite, bei der Sie viele Informationen eingeben müssen. Zuerst Ihren Vornamen und dann Ihren Familiennamen. Als nächstes Ihr Geschlecht. Wenn Sie eine Frau sind, dann klicken Sie bitte weiblich an. Wenn Sie ein Mann sind, dann klicken Sie bitte männlich an. Jetzt müssen Sie angeben, wann Sie geboren sind. Im nächsten Feld müssen Sie aufschreiben, wo Sie geboren sind, also in welcher Stadt. Nun folgt Ihr Familienstand. Erziehen Sie Ihr Kind alleine, dann müssen Sie das erste ankreuzen. Leben Sie mit dem Vater oder der Mutter des Kindes zusammen? Oder Sie leben zusammen mit Ihrem Partner, der aber nicht Vater oder Mutter des Kindes ist. Falls Sie nicht genau wissen, was Sie ankreuzen müssen, klicken Sie auf Keine Angaben. Bei Sorgerecht müssen Sie ankreuzen, wer sich um das Kind kümmern darf und auch Entscheidungen für das Kind treffen darf. Normalerweise sind das die Eltern, also Mutter und Vater des Kindes. Es kann aber auch sein, dass Sie sich alleine um das Kind kümmern, ohne den zweiten Elternteil. Danach müssen Sie angeben, ob das Kind bei Ihnen wohnt. Jetzt müssen Sie Ihre Adresse eingeben. Geben Sie hier bitte erst die Postleitzahl ein, dann erscheint die Stadt automatisch. Jetzt müssen Sie noch Ihre Straße und die Hausnummer heraussuchen. Bei Kontaktmöglichkeiten geben Sie am besten E-Mail und Brief an. Als nächstes müssen Sie unbedingt Ihre Telefonnummer angeben. Jetzt geht es um Ihre Beschäftigung, also ob Sie arbeiten, zur Schule gehen oder keine Arbeit haben und suchen. Auf der nächsten Seite müssen Sie die gleichen Angaben für den zweiten Elternteil angeben, also für Ihre Frau oder Ihren Mann, wenn Sie verheiratet sind. Auch hier wieder erst der Vorname und dann der Familienname. Als nächstes kommt das Geschlecht und dann wieder der Geburtstag. In der nächsten Zeile müssen Sie den Geburtsort angeben. Und nun wieder Familienstand und danach das Sorgerecht. Als nächstes muss die Adresse des zweiten Elternteils oder Sorgeberechtigten angegeben werden. Wenn Sie zusammenwohnen, klicken Sie einfach auf Erster Vertragspartner, wie es hier zu sehen ist. Jetzt können Sie noch weitere Kontaktmöglichkeiten, also eine zweite E-Mail-Adresse oder Telefonnummer angeben, unter der man Sie erreichen kann. Auch hier müssen Sie wieder angeben, ob die Person arbeitet, eine Ausbildung macht, studiert
oder Arbeit sucht. Auf der nächsten Seite müssen Sie Informationen zu Ihrem Kind angeben. Wenn es schon geboren ist, klicken Sie bitte auf Ja. Jetzt müssen Sie angeben, wie Ihr Kind heißt. Erst den Vornamen und dann den Nachnamen bzw. Familiennamen. Jetzt müssen Sie das Geschlecht Ihres Kindes aussuchen. Also ist es ein Mädchen oder ein Junge? Dann das Geburtsdatum des Kindes. Also wann ist Ihr Kind geboren? Im nächsten Feld müssen Sie aufschreiben, wo das Kind geboren ist. Auf der nächsten Seite werden Sie gefragt, ob das ein Wechselwunsch ist. Das bedeutet, dass Ihr Kind schon einmal in einem Kindergarten war und nun in einen anderen Kindergarten wechseln soll. Wenn das nicht der Fall ist, klicken Sie bitte auf Nein. Auf der nächsten Seite geht es um die Betreuung. Als erstes müssen Sie den Betreuungsbeginn angeben, also ab wann Sie möchten, dass Ihr Kind in den Kindergarten geht. Jetzt muss die Betreuungszeit in Stunden ausgewählt werden. Wichtig hierbei ist, dass die Stadt Gießen 30 Stunden in der Woche bezahlt, wenn Ihr Kind älter als 3 Jahre alt ist. Bei Kindern unter 3 Jahren kostet es mehr. Wenn man mehr als 30 Stunden möchte, muss man entweder selbst mehr bezahlen oder man kriegt in besonderen Fällen die Kosten auch erstattet. Wenn Sie es nicht wissen, fragen Sie bitte beim Jugendamt nach oder informieren Sie sich online. In dem großen Kasten unten können Sie zusätzlich noch Informationen hinzufügen. Vielleicht hat Ihr Kind Allergien und darf etwas Bestimmtes nicht essen, oder Sie haben eine andere wichtige Information für den Kindergarten, dann können Sie das hier aufschreiben. Wenn Sie jetzt auf Weiter klicken, erscheint ein Pop-up. Hier klicken Sie bitte auf Ja. Dieses Fenster sagt Ihnen, dass Sie sich bei dringenden Fällen, also wenn Sie eine Betreuung für Ihr Kind in den nächsten 3 Monaten brauchen, sollen Sie sich zusätzlich an das Jugendamt der Stadt Gießen wenden. Auf der nächsten Seite werden Sie gefragt, ob Ihr Kind schon einmal einen Kindergarten oder eine Kindertagespflegeperson besucht hat. Wenn das Kind noch nicht in einem Kindergarten oder ähnlichem angemeldet war, klicken Sie bitte auf Nein. Auf der nächsten Seite erscheinen noch einmal alle eingegebenen Informationen. Bitte überprüfen Sie Ihre gemachten Informationen und klicken Sie dann auf Ich bestätige, dass alle Daten korrekt sind. Und jetzt auf Weiter. Auf dieser Seite sehen Sie, an wen die Informationen geschickt werden. Hier müssen Sie beide Felder ankreuzen. Das bedeutet, dass Sie damit einverstanden sind, dass Ihre Informationen an die Stadt und den Kindergarten geschickt werden, aber auch gespeichert werden. Auch bestätigen Sie damit, dass Sie das Sorgerecht für das Kind haben, also gesetzlich dazu verpflichtet sind, sich um das Kind zu kümmern. Zum Beispiel sind Sie der Vater oder die Mutter des Kindes. Jetzt wird Ihre Anfrage auf einen Platz in diesem Kindergarten abgeschickt. Auf der nächsten Seite werden Sie informiert, dass die Anfrage nun verschickt worden ist und Sie nach dieser Anfrage noch weitere Anfragen verschicken können. Denn nach dem Verschicken der Anfrage dauert es meistens ungefähr 2 Wochen, bis man eine Antwort von einem Kindergarten bekommt. Man kann insgesamt 5 Kindergärten nach einem Platz anfragen. Wenn ein Kindergarten eine Absage an Sie sendet, können Sie wieder eine neue Anfrage an einen anderen Kindergarten senden, sodass Sie immer 5 aktive Anfragen haben. Auf der nächsten Seite sollten Sie auf jeden Fall einen Haken setzen. Das bedeutet, dass die Informationen von Ihnen gespeichert werden. Dann müssen Sie bei weiteren Anfragen nicht mehr Ihre persönlichen Daten eingeben, da sie gespeichert wurden als Vorlage. Was das genau bedeutet, sehen Sie gleich, wenn wir eine zweite Anfrage an einen Kindergarten versenden. Nachdem wir fertig sind und auf Weiter klicken, sehen wir die Seite Betreuung. Hier werden alle gemachten Anfragen von Ihnen aufgelistet. Also können Sie hier immer sehen, welchen Kindergarten Sie wann gefragt haben und auch, ob es schon eine positive oder negative Antwort gibt.
Wenn Sie jetzt auf Gemerkte Einrichtungen klicken, dann sehen Sie Ihre Liste mit Ihren Kindergärten aus der Nachbarschaft. Ich klicke auf einen zweiten Kindergarten in der Liste, um eine zweite Anfrage zu verschicken. Dies geht nun sehr viel schneller, da Sie die Angaben gespeichert haben. Um die Angaben zu nutzen, müssen Sie auf Ja klicken und dann die gespeicherte Version anklicken. Jetzt landen Sie direkt bei Schritt 4 Betreuung. Hier wählen Sie wieder aus, ab wann das Kind in den Kindergarten soll, dann in was für eine Art Betreuung es kommen soll, also in einen Kindergarten, eine altersgemischte Gruppe oder, wenn es noch unter 3 Jahren ist, dann in eine Krippe. Im nächsten Feld können Sie wieder die wöchentliche Stundenanzahl angeben. Auf der nächsten Seite können Sie dann einfach auf Weiter klicken. Jetzt kommt wieder die Seite, auf der Sie Ihre Angaben überprüfen können. Dann die Seite, mit wem Ihre Informationen geteilt werden, also an wen sie gesendet werden und dass sie gespeichert werden. Jetzt wird Ihre Anfrage versendet und jetzt können Sie noch 3 weitere Anfragen machen. Nachdem Sie alle Anfragen gemacht haben, müssen Sie auf die Antworten der Kindergärten warten. Das kann einen Tag, eine Woche oder auch etwas länger dauern. Benötigen Sie dringend eine Kinderbetreuung und haben Sie schon alles versucht? Dann wenden Sie sich bitte an das Jugendamt der Stadt Gießen.